Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit neuem Event, Wochenend-Event und Speedset sowie Waffenskins und Fluggeräten. Eine Menge neue Sachen also. Zuallererst das neue Speedset, das Snake Samurai Set. Hauptsächlich in einer Farbe gehalten, nämlich schwarz, plus halt andere farbliche Kombinationen. Und ein Set ist einfach ohne Texturen fast schon. Also sieht aus wie dieser Bug, wenn man sich einloggt und alles ist weiß. So ähnlich zumindest. Das ist mehr grau eigentlich als weiß. Aber ja, jedenfalls, das sind die Farben, die es gibt. Und ja, ich finde es grundsätzlich tatsächlich gar nicht so bad. Mir persönlich gefallen nur die Haare nicht, weil die Haare sehen aus wie so, kennt ihr diese Play-Doh-Knetmasse-Werbung? Die Haare sehen aus, als wären sie aus Play-Doh geformt. Beziehungsweise teilweise, also bei den weiblichen Charakteren sieht es auch einfach aus, als würden die einfach Karotten in ihren Haaren stecken. Also sieht irgendwie ein bisschen bescheuert aus. Die Frisur passt leider nicht so gut dazu. Aber grundsätzlich an sich ein ganz okayes Set. Nur die Abwechslung ist bei den schwarzen Sets ja ziemlich gering, weil es überwiegend immer gleich aussieht und nur die Akzente an den Armen und am Hut eigentlich anders sind. Ansonsten ist eigentlich alles identisch. Genau, dann gibt es noch ein Enhanced Upgrade Event Gear seit 0 Uhr, Freitag 0 Uhr bis Sonntag 23:59 Uhr. Und für die Frage, was bedeutet Gear? Das bedeutet Waffen plus machen und Set plus machen. Nichts anderes. Also, ich weiß nicht, warum sie das immer wieder so schreiben. Schon seit 2 Jahren. Ich meine, was bedeutet Gear? Das ist eigentlich die komplette Ausrüstung, also eigentlich alles. Aber das ist nicht damit gemeint, sondern es ist nur damit gemeint, plus machen auf Waffen und Rüstungen. Außerdem, weiß ich gar nicht, ob sie das mittlerweile schon behoben haben, können wir fast mal schnell nachschauen, steht in-game Upgrade Boost. Okay, nee, sie haben es behoben. Ja, es stand tatsächlich gestern Nacht nämlich dabei, Upgrade Boost mal 2 oder Upgrade Event mal 2. Und das stimmt halt natürlich nicht. Es ist ein ganz normales Upgrade Event, kein Doppel-Upgrade Event. Doppel-Upgrade Events sind extrem selten. Gab es tatsächlich erst ein einziges Mal. Und ja, es ist kein Doppel-Upgrade Event. Aber es wurde als Doppel-Upgrade Event angezeigt, was auch irgendwie mal wieder ein bisschen unglücklich war, weil das halt auch irgendwie schon ein bisschen fies ist, dass man das falsch anzeigt und der eine oder andere ist vielleicht drauf reingefallen. Klar, bei den Chancen müsste man es eigentlich merken, dass es kein Doppel-Upgrade-Event ist, aber naja. Genau, und dann sind wir schon in-game. Dann können wir uns kurz angucken die Rides. Also wir haben hier 3 neue Fluggeräte. Das ist einmal der Blue Speedo Shark. Also ich glaube zumindest, dass die neu sind. Dann der Pink Speedo Shark. Und dann haben wir noch ein Festive Piocco. Das persönlich finde ich tatsächlich richtig nice. Ja, sieht mega cool aus. Und sind jetzt alle im Cache verfügbar für 1000 F-Coins. Genau. Und was gibt's sonst noch? Dann gibt es noch diese Lucky Neko Weapon Skin Box. Und das sind die folgenden Waffen. Wir haben hier einmal das Sword, was einfach ein Katana ist, was ich auch persönlich sehr, sehr cool finde. Für Fly-Verhältnisse ist es halt schwierig, weil so dünne Waffen gehen bei Fly immer leicht unter. Also da hat man teilweise Probleme, die richtig zu sehen. Dann haben wir die Lucky Neko Axe. Dann das Big Sword ist einfach das gleiche wie das Sword, einfach ein riesiges Katana. Dann bei der Big Axe das gleiche, basically auch einfach ein bisschen größer. Der Stick, denke ich persönlich, dass den wahrscheinlich einige feiern werden, die auf Katzen stehen, weil das einfach 2 riesige Katzenköpfe sind, auf einen Stab gepfercht. Also das ist ganz cool. Knuckle, denke ich persönlich, wird sehr unbeliebt sein, weil was zum Teufel soll das für ein Knuckle sein? Die Faust ist einfach blank. Das heißt, du schlägst mit der blanken Faust zu und ist einfach extrem klein. Also es sieht einfach nach nichts aus. Keine Ahnung, was das genau ist, ehrlich gesagt. Der Bow, gleich wie mit dem Katana, an für sich ein ganz cooles Design, aber ist irgendwie so extrem dünn. Also mir persönlich geht es immer so extrem dünne oder auch flache Waffen. Ja, ich weiß auch nicht, die gehen irgendwie einfach so ein bisschen unter. Wobei es natürlich auch ein bisschen daran liegt, dass ich ohne Effekte spiele. Dann das Jojo, ist relativ basic, würde ich sagen. Also jetzt nichts ultra Spezielles, jetzt auch nichts ultra Lahmes. Dann der Stab, der hat halt das Katzenköpfchen nach unten geneigt gerade. Da müsste man irgendeine Animation starten, genau. Da sieht man es, also auch so eine riesige Katze einfach auf dem Stab drauf. Yeah, so sieht man es eigentlich ganz gut. Genau. Und ja, taugt mir persönlich jetzt auch nicht so sehr. Ich finde die meisten Snuff-Skins sind extrem öde eigentlich in Flive Universe, leider. Bei dem Born ist es ähnlich. Die Katze guckt nur in eine andere Richtung und das ist nur der Kopf, nicht die ganze Katze. Dann Schild.
ähnlich wie Wand, eben nur der Katzenkopf drauf. Schild extrem klein, muss man sagen. Ist auch nicht wirklich etwas, was einen gut beschützen würde, wenn man es wirklich benutzen würde im Kampf. Und dann gibt es natürlich wie immer noch das Force Gem, was genauso aussieht wie der Knuckle-Eich, basically. Wir können mal kurz ausrüsten. Also der einzige Unterschied ist eigentlich, dass beim Knuckle hier noch 2 Klingen sind. Der Rest ist identisch. Also, ja, ziemlich langweilig, wie gesagt. Und das Book, das sieht tatsächlich richtig cool aus, aber Force Gem und Book existieren ja gar nicht im Spiel bis jetzt. Also von dem her ist das, ja, schwierig. Aber theoretisch sieht das Book extrem nice aus. Und dann haben wir noch das Year of the Snake 2025 Event. Und das ist 4 Wochen lang, vom 24. Januar bis 20. Februar, mit verschiedenen Belohnungen. Wir haben 3 tägliche Quests. Die eine Quest ist 3 Items sammeln We Are Gathering, also Herb Gathering, Woodcutting, Mining und Berries. Fischen ist wohl nicht vorgesehen. Dann muss man 30 Monster besiegen und für 30 Minuten online sein. Die Quests werden automatisch angenommen, einfach durch Einloggen, das ist ganz cool. Und die Belohnungen werden auch automatisch ins Inventar gelegt beim Abschließen von allen täglichen Quests. Das muss es alle machen. Und bei den Monster-Hunten geht natürlich, also, und grundsätzlich muss man Level 20 sein, weil es natürlich Schwachsinn ist, weil, ich meine, gut, okay, Berries harvesten müsste auch früher gehen, aber die anderen Sachen, also Herb Gathering, Woodcutting, Mining, geht ja sowieso erst ab Level 61. Und wenn man Monster huntet, müssen die Monster natürlich maximal oder dürfen die Monster maximal minus 10 Level unter dem Charakter sein, 10 Level drunter oder 10 Level drüber, um genau zu sein. Dann die Rewards sind folgende. Man kriegt die 2025 New Year Lucky Box als Belohnung. Und zwar können da folgende Items drin sein. ES Ampli 2%, Grid E 6%, Activision 6%, Refresher Hold oder Vitaldrink 6%, Upcut Stone, Death Upcut Stones mit 10%, Scroll of Return, Cotton Candy Random Box und 2025 Rice Cake Soup Select Box 20%. Und in der Menge sind alle Items eigentlich mindestens 2-mal drin, bis auf Grid Eel und ES Ampli. Also eigentlich gar keine so schlechte Box, muss man sagen. Eigentlich sogar relativ gut, würde ich sagen, weil so gut wie keine wirklichen Trostpreise drin sind. Das sind eigentlich alles Items, die man durchaus benötigen kann. Einzige ist halt natürlich, wie gesagt, man muss halt diese 3 täglichen Quests wirklich jeden Tag abschließen, sonst bekommt man die Boxen nicht wirklich. Dann gibt es noch Bonus-Rewards, wenn man die Quests insgesamt 7, 14 und 21 Mal abschließt. Und zwar New Year Gift Box 1. Da sind einfach nochmal ein paar Power-Ups drinnen. New Year Gift Box 2. Da ist ein Angel Vendor Shop 7 Tage drin. Das wäre so mein persönliches Highlight zumindest. Genau, eine G-Product oder Power Scroll, gut, das ist jetzt nicht so krass. Und Add Product Selection Box finde ich jetzt auch nicht so krass, weil das ist quasi dieser Shop-Advertisement, finde ich, das ist ein ziemlich nutzloses Item. Das benutzt eigentlich auch kein Mensch. Das zeigt schon, wie sinnfrei dieses Item irgendwie ist. Und die Box 3, Snake Samurai Green Set, Blessing of the Demon 5 und Patron's Mute 2. Ist nicht schlecht, also vor allem die 2 Patron's Mutes sind auf jeden Fall nice. Aber ich würde sagen, die mittlere Box, für mich zumindest auf jeden Fall das Highlight, weil man halt einen 7-Tage-Vendor bekommt. Genau. Und die G-Product in der zweiten Box ist erst verfügbar, wenn man mindestens Level 61 ist. Ansonsten kriegt man halt die Power Scroll. Und während man Monster tötet, während dem Event, hat man immer eine niedrige Prozentchance, dass man New Year Lucky Boxen einfach so von Monstern droppt. Also die Box hier oben, die Standardbox, die kann man auch theoretisch einfach droppen, hat aber eine niedrige Drop-Chance, also wie viele man tatsächlich droppen wird, kann ich noch nicht sagen. Ich schätze mal, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, eine pro 1000 Monster vielleicht. Das würde für mich low bedeuten. Kann aber auch sein, dass es eine pro 500 Monster ist oder eine pro 2000. Ja, muss man mal gucken. Aber es wird jetzt nicht die Welt sein wahrscheinlich. Also es wird schon so vorgesehen sein, dass man sie überwiegend über das standardmäßige Event-Prozedere bekommt. Genau. Steht auch nicht dabei, ob die sehngebunden ist, ne? Wenn man sie droppt. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass sie sehngebunden sein wird. Naja, höchstwahrscheinlich. Aber steht tatsächlich nicht dabei. Genau. Ja, dann noch eine Anmerkung, was ich sagen muss. Es ist ja Year of the Snake. Fand ich etwas verwunderlich, dass hier Neko-Boxen
Neko-Weapon-Boxen kommen, macht ja irgendwie nicht so viel Sinn. Ich meine, du machst Katzen-Skins im Jahr der Schlange. Und da muss ich sagen, ich habe letztens erst ein Spiel gespielt, wo es tatsächlich einen Charakter gab, der einen Stab hatte und der Stab war einfach eine Kobra. Also er hat quasi einfach eine Kobra als Zauberstab benutzt und das fand ich irgendwie goofy natürlich, aber halt auch irgendwie cool, weil es war nicht nur eine Schlange auf einem Stab, nein, der ganze Stab war eine Schlange und das fand ich irgendwie ein interessantes Konzept, irgendwie ganz cool. Und jetzt dachte ich eigentlich so, hey, neue Skins, wäre irgendwie cool. Ich meine, klar, es heißt Lucky Neko, da wusste ich schon, dass es eine Katze ist, aber wäre halt irgendwie cool gewesen, wenn man halt einen Stab gemacht hätte, der zum Beispiel einfach eine Schlange ist. Also literally einfach eine riesige Kobra, die du in der Hand hast und die Zaubersprüche quasi für dich ausführt. Wäre halt auf jeden Fall mal was Neues. Etwas interessanter ist so ein riesiger, langweiliger Stab, wo einfach nur eine Katze draufgepackt wurde. Aber ja, ihr seht schon, ich bin Stab-Hater. Die aktuellen Skins von Stäben gefallen mir überwiegend nicht, tatsächlich. Aber naja. Danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg mit dem neuen Event. Und ansonsten sage ich danke euch wie immer. Schaut im Livestream vorbei. Twitch in der Videobeschreibung, tägliche Livestreams auf Twitch. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.